Herzlich willkommen zu diesem Webinar zur Berechnung des Stromspeichers. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen, wie unser Rechner funktioniert, was typische Anwendungsfälle sind und was die Ergebnisse sind. Stromspeicher, sprich Batterien, erfreuen sich in jüngster Zeit wachsender Beliebtheit. Es ist von großer Bedeutung, die Batterie korrekt zu dimensionieren, da wir nur dadurch die größtmögliche Einsparung erreichen, maximalen Gewinn oder eine möglichst kurze Amortisationszeit. Der Batterierechner ist unter dieser Adresse verfügbar. Sie benötigen ein Google-Konto, um auf den Rechner zugreifen zu können. Wenn Sie noch kein Konto haben oder keine Lizenz besitzen, wird Ihnen eine Seite angezeigt, die ungefähr so aussieht. Sollte dieser Fall eintreten, kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam, welches Ihnen einen Testzugang zur Verfügung stellen wird. Zunächst gibt es eine kurze Anleitung. Außerdem finden Sie hier die Dokumentation, welche recht ausführlich ist und viele unterschiedliche Szenarien abdeckt, weshalb ich jeden ermutige, diese Dokumentation vor der Anwendung durchzulesen. Die Dokumentation liefert tatsächlich typische Anwendungsszenarien und zeigt, wie Probleme gelöst werden können. Kehren wir nun zum Rechner zurück. Zuerst legen wir die Daten für Preis und Netzentgelte fest. Die Daten sind Day-Ahead-Preise, also Preise von morgen. Daher wählen wir zu Beginn das Land aus, nachdem wir die Preise festlegen. Zum Beispiel Slowenien. Danach werden Import- und Exportabgaben festgelegt, also Gebühren für Import und Export von Energie. Beim Export, wenn jemand eine Solaranlage hat, wie viel Abgabe muss jemand beim Export entrichten? Diese Abgaben sind pro Kilowattstunde angegeben. Hier sehen wir Standardwerte, die wir erhalten haben, als Kombination der Netzentgelte. Für Slowenien sind die Netzentgelte etwas weniger als 2 Cent pro Kilowattstunde. Daraufhin haben wir noch ein Paket des Stromlieferanten addiert, der knapp 12 Euro pro Megawattstunde berechnet. Das zusammen sind alle Beiträge beim Import von Strom, also Lieferantenbeitrag plus Netzentgeltbeitrag. Das ist nur der Lieferantenbeitrag, da das Netzentgelt beim Export in Slowenien kostenlos ist. Hier können Sie weitere Kosten mit Ihrem Lieferanten hinzufügen. Anschließend müssen Sie angeben, was die Limits sind, also Grenzen und Leistung am Zähler bei Import oder Export. Wir nehmen ein Beispiel. 600 Kilowatt, ein großer Verbraucher. Normalerweise sind 80% davon ist eine Exportbeschränkung. Das können Sie flexibel einstellen. Dies können Sie flexibel einstellen. Für den Anfang würde ich Ihnen ein sehr einfaches Beispiel zeigen. Also wir haben nur eine Batterie, die ausschließlich für die Arbitrage bestimmt ist, also Kauf und Verkauf von Strom, und wir haben keine eigene Solaranlage. Wir überspringen das und die Solaranlage auch überspringen. Hier wählen wir einen Zeitraum, standardmäßig das letzte Jahr, und was wir optimieren, wie gesagt, nur die Batterie. Und zum Test nehmen wir zum Beispiel 500 Kilowatt oder eine 250 Kilowattstunden Batterie mit einem C-Faktor von 0,5, also 250 Kilowattstunden. Mit der Leistung von 125 Kilowatt kann die Batterie entladen oder laden.
die Effizienz eines Zyklus. Das heißt, wir haben hier eine Effizienz von 92%, ungefähr etwa 8% sind Verluste bei diesen Batterien dieser Größenordnung. Und wir haben Minimum und maximalen Ladezustand angegeben, also die Grenzen des Ladezustands. Dann klicken wir auf Optimieren und diese Berechnung wertet aus, wie ich zuvor gesagt habe, die Preise von morgen für das ganze letzte Jahres. Es sucht den optimalen Betrieb, um zu laden, wenn es am günstigsten ist, und zu entladen, wenn es am teuersten ist. Und damit können wir in einem Jahr gut 8.000 € mit dieser Batterie durch Arbitrage verdienen, also Kauf und Verkauf. Wir können auch einen detaillierteren und schöneren Bericht ausgeben, der besser zum Ausdrucken geeignet ist. Hier können Sie den Projektnamen hinzufügen, den Zweck, das Datum und so weiter und alles andere, was wir wollen und was uns passt, die Adresse des Auftraggebers. Wenn es mehr ist, können wir es auch etwas erweitern. Dieser Bericht liefert die Schlüsseldaten, von wann bis wann er erstellt wurde, zu welchen Preisen, ob wir Daten zur Messung der elektrischen Energie hatten, ob wir Daten zum solaren Erzeugung hatten und so weiter. Unten wird auch die detailliertere Funktionsweise dieses Optimierers angezeigt. Diese Linie, wie Sie sehen, das sind die Strompreise. Wenn die Preise am niedrigsten sind, fließt Energie aus dem Netz in die Batterie, wie Sie sehen an dieser Darstellung. Wenn die Preise am höchsten sind, fließt die Energie von der Batterie zurück ins Netz und so verdienen wir Geld. Diese schwarze Linie ist der kumulierte Gewinn. Wie Sie sehen, fällt er zuerst, weil die Batterien geladen werden. Dann, wenn die Batterien entladen werden, steigt sie und so haben wir am Ende einen Gewinn. In diesem Diagramm sind die letzten 7 Tage dargestellt, aber es passiert das ganze Jahr lang. Ein solcher Gewinn ist natürlich nur möglich, wenn die Batterien optimal gesteuert werden, wofür wir unser Reduxi EMS Controller haben. Dieses Protokoll kann gedruckt, als PDF gespeichert und geteilt werden. Dies war ein einfaches Beispiel. Wir können auch nehmen wir ein komplexeres Beispiel. Ich starte den Rechner neu mit den gleichen Daten. Jetzt wähle ich tatsächlich Daten vom Stromzähler aus. Wenn Sie keinen solchen Lastprofil haben, können Sie hier eine Lastprofildatei auswählen. Und sie sieht ungefähr so aus. Die Daten vom Zähler sind in der ersten Spalte eine Zeitmarke, zum Beispiel der 1.1.2025 um Mitternacht, die nächste 15 Minuten später. Wir wollen alle 15 Minuten idealerweise oder stündlich die Zählerdaten haben. Das kann Energie oder Leistung sein. Hier haben wir Leistung. Wir bereiten diese Datei vor und wenn die Datei vorbereitet ist, können wir sie einfach hochladen. Hier unten sehen wir, was wir gelesen haben. Intervallstart, Intervallende von Mitternacht bis 15 Uhr. Eine solche Leistung lag im Durchschnitt in diesem Intervall vor. Hier wurde der Wert voreingestellt, welche Spalte in dieser Datei als Zeitmarke gekennzeichnet ist, welche die Leistung, Energie und Einheiten sind. Haben wir an diesem Standort auch eine Solaranlage? Ja, nehmen wir an, wir haben eine.
Ähnlich wie zuvor laden wir die Daten der Solaranlage hoch. Hier können wir sehen, was wir laden, eine Auslesedatei. Ganz wie zuvor enthält diese Datei einen Zeitstempel und eine in diesem Fall erzeugte Energiemenge. Wie Sie sehen, beginnt eine Produktionsreihe nicht in der Nacht, sondern morgens, sobald der Tag anbricht. Tagsüber ist es am höchsten ca. 60 Kilowattstunden und abends wieder ohne. Wir laden noch die solare Erzeugung. Überprüfen wir, ob die Daten stimmen? Ja. Ähnlich wie zuvor legen wir einen bestimmten Zeitraum fest, der maximal in dem Zeitraum liegen kann, für den wir Daten haben. Unsere Stichprobendaten sind nur für 2 Monate. Daher machen wir die Analyse auch für 2 Monate. Nehmen wir eine Batterie, sagen wir 500 Kilowattstunden. Das lassen wir so und klicken auf Optimieren. Der Bericht ist nun etwas weiterentwickelt. Wir haben die Daten für die von uns gewählte Periode. Wir haben die Information über die täglichen und jährlichen Verdienste und richten uns nach den jährlichen Einnahmen aus. Laut den Zählerdaten haben wir berechnet, dass wir jährlich ca. 21.500 € für Strom bezahlen würden. Wenn wir nur die Batterie hätten, also keinen Eigenverbrauch, keine Solareinspeisung, nur die Batterie, die wir für Arbitrage ans Netz anschließen, würden wir mit dieser Batterie 8.200 € verdienen. Ungefähr so viel wie im letzten Beispiel, wenn wir dieselbe Batterie hätten. Wenn wir nur Solar hätten, also nichts eigenes Verbrauch, keine Batterie, sondern nur eine Solaranlage als Volleinspeisung, würden wir in diesen 2 Monaten oder in dieser Periode auf das ganze Jahr hochgerechnet 35.000 € verdienen. Der Gesamtgewinn, wenn wir beides haben, Batterie und Solar, wäre ca. 43.000 €. Aber da ein großer Teil der Erzeugung aus der Sonne und der Batterieenergie für den Eigenverbrauch verwendet wird, um diese Kosten zu decken, haben wir noch eine zusätzliche Ersparnis, weil wir keine Netzgebühren zahlen müssen und keine Kosten für den Energieversorger, haben wir zusätzliche Einsparungen von 7.000 €, also 8 plus 35 plus 7 und noch etwas mehr bringt uns ungefähr 50.000 € Einsparungen im gesamten Jahr. Anstatt also ungefähr 21.500 € zu zahlen, haben wir diese Ersparnis von 50.000 € oder Gewinn. Und am Jahresende können wir damit 29.000 € verdienen. Wir können uns wie zuvor den Bericht ansehen, der diese ähnlichen Daten liefert, etwas mehr Daten darüber, wie Solar und Batterie funktionieren, wann welche Energie wohin fließt. Wenn wir irgendeinen Parameter ändern wollen, zum Beispiel interessiert uns, ob diese Batterie vielleicht etwas zu groß ist. Was wäre, wenn wir eine Batterie mit 250 Kilowattstunden wählen würden? Wir klicken wieder auf Optimieren. Wir erhalten ein Ergebnis. Im vorherigen Fall waren es ungefähr 50.000 € jährliche Ersparnis oder den Vorteil. Für eine kleinere Batterie sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht. Die Vorteile sind 44.000 €. Es lohnt sich also vielleicht, eine kleinere Batterie zu nehmen, da sie entsprechend den Solardaten und dem Eigenverbrauch dimensioniert werden muss. Nun würden wir vielleicht noch ein Beispiel zeigen. Wenn wir nicht alle benötigten Daten haben, beginnen wir zum Beispiel erneut mit derselben Netznutzungsgebühr, haben keine Daten vom Zähler, aber weil das wichtig ist, können wir sagen, aha. Wir kennen aber den monatlichen Verbrauch, sagen wir haben einen monatlichen Verbrauch von ungefähr 70 Mw. Und wir haben hauptsächlich ein Tagesprofil,
Das heißt, der Verbrauch liegt zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends, sodass in dieser Zeit etwa 90% des Gesamtverbrauchs anfallen. Wir haben nicht einmal Solarmessungen, aber wir haben eine Solaranlage, bei der die installierte Leistung ungefähr 200 Kilowatt beträgt. Also ohne konkrete Daten, sondern nur mit ungefähren Schätzungen und auf die gleiche Weise wie zuvor. Wir wählen wieder eine Batterie. Eine kleinere Optimierung. Diese Optimierung wird etwas länger dauern, da wir das gesamte Jahr in der Analyse haben, nicht nur 2 Monate wie zuvor. Während der Wartezeit würde ich Ihnen noch eine andere Methode zeigen. Von Elektrounternehmen, was auch auf diesem Rechner steht, wie man die Daten von Elektro bekommt. Unser Rechner ermöglicht den direkten Import dieser Daten. Was man von Elektro bekommt, ist so etwas, also Messpunkt, GSRN und so weiter. Und man bekommt auch, welche Energie in einem bestimmten Intervall erzeugt und verbraucht wurde. Diese Datei reicht aus für den Import in unseren Rechner, was ich Ihnen später noch zeigen werde. Also mit einigen groben Schätzungen des Verbrauchs, des monatlichen Verbrauchs und der Solarproduktion und mit einer Batterie, die wir gewählt haben, sehen wir, wie hoch die Einsparungen sind, wie hoch die gesamten Vorteile einer Batterie und einer Solaranlage sind. Nehmen wir an, wir haben keine Solaranlage. Wenn wir keine Solaranlage haben, können wir das hier überspringen. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist, dass die Solaranlage hier weggelassen wird. Damit wir nicht zu lange warten, wählen wir einen etwas kürzeren Zeitraum. Zum Beispiel vom 1. Mai bis heute. Eine solche Batterie würde uns 6.500 € Ersparnis in einem Jahr bringen. Zusammen mit Solar wäre die Berechnung anders, sodass uns dies das Testen verschiedener Szenarien mit Batterie, ohne Batterie, nur Verbrauch, nur Solar erlaubt. Wenn wir uns dann nur Solar ansehen und nur den Verbrauch, was würde uns das bringen? Aha, nur Solar bringt uns 8.400 € und wegen des Eigenverbrauchs noch 5.000 €, also erhalten wir 14.000 € bringt uns nur Solar, die Batterie noch zusätzlich. Und mit diesen verschiedenen Möglichkeiten können wir berechnen, was die optimalste Berechnung für einen bestimmten Standort ist. Das war alles von meiner Seite. Hier gibt es zusätzliche Dokumentation, da Sie das alles noch einmal nachlesen können. Danke.